bin Christian Hofer und bin seit Kindheit her eigentlich ein Autofan und habe vor 15 Jahren die Firma Sportec kennengelernt, das Auto in Service gebracht und bin per Zufall auf die Trackdays gekommen. Ich habe als kleines Kind schon gerne immer das Auto erkannt, nachts anhand der Lichter und habe eigentlich gar nie, Porsche ist eigentlich gar nie ein Thema gewesen. Ein Haufen andere Luxusautos. Auf einmal ist das mit dem Porsche hat das angefangen und hat mir ein bisschen den Schuh reingenommen. Das weiss ich gar nicht. Ich glaube, ich habe irgendwie Mails bekommen von der Sportec, wo das ausgeschrieben haben. Und dann ist mir irgendwie in den Sinn gekommen. Ich war dort eigentlich mal Kunde gewesen. Ja, irgendwie so. Ich komme aus der Region Zürich, bin dort aufgewachsen und habe dort lange gearbeitet und habe nachher in den Kanton Bern gewechselt, berufsmässig. Demzufolge hat sich dann halt einfach auch die Garage gewechselt. Ich habe mich dann zu Bern nach einer Garage umgesucht. Aber eben irgendwie bin ich in so das Werbefenster reingekommen von der Sportec und so hat sich dann das ergeben. Noch schwierig, ob man das noch einmal schon beurteilen kann. Ein Semislick hat am Anfang ein bisschen längere Zeit, bis er warm wird. Und wenn er warm wird, das ist wie mit einem Kaugummi, wo man am Boden klappt. Im Sommer, wenn er heiß ist, klappt er besser. Und wenn er warm wird, dann tut er sich viel besser mit der Straße verbinden. Und so sind ca. ich schätze, 20% höhere Kurvengeschwindigkeiten möglich, weil sich der Gummi nachher besser mit der Straße vermischt. So will ich das also ein bisschen erklären. Kinder werden immer von den Eltern geprägt. Mein Vater zum Beispiel wollte, dass ich das KV machen und eine seriöse Ausbildung machen. Dann sind halt die Kindheitsträume ein bisschen auf die Seite geschoben worden. Irgendwann im Leben erinnert man sich an die. Und wo meine Reise hergeht, weiss ich nicht. Ich weiss einfach, dass sich alles unbeschwert ist um Auto herum und mir das Freude macht. Jetzt lasse ich mich dort ein bisschen drin hineingleiten und dann schauen wir, wo es hergeht. Ich sehe nie nicht das Potenzial so gross wie bei Marcel, weil er die Fähigkeiten hat, nebst dem, dass er dann wahrscheinlich Weltklassefahrer war und immer noch ist, eine wahnsinnig gute Fähigkeit hat, individuell auf die Leute einzugehen. Und so ist es möglich gewesen, in 2 Jahren relativ grosse Fortschritte zu machen, jetzt für mich. Also es irgendwie nicht, er sieht halt, er ist super, er sieht einfach alles, er sieht jeden Fehler, oder? Ich kann jetzt nicht sagen, es hat irgendwie eine spezielle Technik, sondern er gibt mir, indem dass er mir einen Fehler zeigt, gibt er mir immer eine Aufgabe, die ich daran arbeiten. Und wenn ich den erledigt habe, dann zeigt er mir leider den nächsten Fehler. Oder? Ja, er findet halt immer etwas. Oder? Eben, das ist seine Fähigkeit, dass er halt jeden so kann unterstützen kann, wie er es braucht. Oder? Am Anfang, wenn ich zurückschaue, habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich denke, als der Marcel das erste Mal bei mir ins Auto gestiegen ist, hat er wahnsinnig viel Mut gebraucht, weil ich einfach nichts gekannt habe. Aber ja, er hat auch dort gewusst, wie er mich richtig unterstützt. Ich finde es beeindruckend allgemein, wie die Firma Sportec untereinander zu arbeiten lebt. Das finde ich wirklich beeindruckend. Wenn ich sehe, jeden einzelnen Mitarbeiter, wie er motiviert ist und Freude hat, dass er im Job gar nicht muss fragen, wie spät das ist, dann ist das für mich beeindruckend, dass man eine Firma so führt. Da bin ich dankbar, dass ich da auch ein bisschen weit ein Teil dabei sein und das mitleben in den Zeiten, wo die Trackdays stattfinden. Ich tue viele Sachen machen, um mich selber zu konzentrieren. Ich genieße am Morgen immer relativ früh auf und dann gehe ich in die Natur und versuche eigentlich für mich Zeit selber zu haben, mich ein bisschen erden, ein bisschen ruhig an die Sache heranzugehen. Sich nicht an einer anderen messen, egal was für ein Auto, egal auf welchem Level das man ist, sich bleiben und deine einzelnen kleinen Fortschritte feiern. Irgendwann gibt es aus kleinen Fortschritten einen grossen Fortschritt. Ich habe nie gewusst, dass ich irgendwann einmal ein Rennauto fahren darf. Das war eigentlich erst jetzt am Schluss das Ziel gewesen. Wenn ich gesehen habe, wie viel ich lernen durfte seit den letzten 2 Jahren. Bei sich bleiben und nicht auf die anderen schauen. Ich bin super happy. Auch dort habe ich mit meiner Garage zu Bern das Agreement und die sagen auch, also mal die Sportec, die kommen einfach mit der Porsche richtig gut raus. Das akzeptieren wir auch, dass du dort mit ihnen zusammen schaust, oder? Aber ich schätze das schon, das Know-how, das man hat und die Fahrzeuge einfach kennt, wirklich bis ins Detail. Das ist schon cool. Es gibt eigentlich kein Problem, wo ich nicht zu der Sportec kommen kann.